Don't be gentle, it's a rental. Nee, super ist das. Auch sehr modern auf jeden Fall. Apple CarPlay, alles was man braucht. Berlin wären halt jetzt mit 3 Euro gewesen. Ja, wir sind anders. Willkommen in Granada, der größten Wüste Europas, wie man sieht. Gibt es natürlich trotzdem auch Wasser. Ja, ich bin hier, weil morgen Badlands anfängt. Was ist Badlands? Badlands sind 750 Kilometer mit 15.000 Höhenmeter durch die Wüste hier unten. Granada, Sierra Nevada, über Almeria, dann wieder zurück Richtung Granada. Alles mit einem Gravelbike, steile Pässe, mehrmals über 2000 Höhenmeter. Epische Gegenden, wo einfach für hunderte von Kilometern nichts ist. Nicht mal eine Tankstelle, ein Restaurant, ein Supermarkt, sondern man ist wirklich auf sich alleine gestellt. Es ist ein unsupported Bikepacking-Event. Das heißt, ich bin wirklich komplett auf mich alleine gestellt, habe Schlafsack und Isomatte mit mir und was man halt so dafür benötigt, um irgendwie alleine zu überleben. Das ist für mich das erste Event dieser Art. Ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet. Ich kann nicht einschätzen, wie lange ich brauche. Ich kann nicht einschätzen, wie schnell ich sein werde. Und momentan sehe ich es auch nicht als Rennen, obwohl es irgendwie auch ein Rennen ist, sondern eher als wirklich eine Erfahrung und etwas, was ich schon immer mal machen wollte. Von daher will ich es eigentlich genießen und währenddessen ich genieße natürlich so schnell fahren, wie ich irgendwie kann. Aber ich werde zum Beispiel auch schlafen und nicht das in einem Stück durchfahren, wie es sicherlich einige andere Konkurrentinnen irgendwie machen werden. Aber ja, ich freue mich hier zu sein und das Wetter ist wunderbar und ja. Ja, speziell für Badlands habe ich auch mein Rad ein bisschen umbauen müssen. Ich werde das Cannondale Topstone Carbon fahren. Normalerweise war da eine Lefty drin, da ist jetzt eine starre Gabel drin. Dann fahre ich Schwalbe G1R Reifen mit 40 mm Tubeless und dazu Ortlieb Frameback und auch ein Ortlieb Satteltasche, Arschrakete, wie man es auch gerne mal nennt. Genau, und das war's. Ich habe ein Zelt und ein Zelt habe ich nicht. Genau, das habe ich nämlich nicht. Aber ich habe eine Isomatte und einen Schlafsack mit dabei. 1, 2 Sachen zum Schlafen, Downjacke, Windjacke, alles was man halt so benötigt, damit man nicht zu kalt ist in der Nacht. Aber ja, alles aufs Minimum reduziert, damit das Rad natürlich auch so leicht wie möglich ist, weil wir ja wissen, 15.000 Höhenmeter, das ist eine Menge und da ist dein Gewicht schon von Relevanz. Das Rad ist mit Tune-Laufrädern ausgestattet, da habe ich mich auf die leichteste Variante entschieden, um da halt auch noch wieder ein paar Gramm zu sparen. Und ich werde auch einen Aerolenker nutzen, was normalerweise nicht so mein Ding ist, aber ja, auf 750 Kilometern ist es schon mal angenehm, auch seine Position zu wechseln. Und ein bisschen aerodynamischen Vorteil gibt es natürlich auch, weil natürlich auch gerade bei solchen Bikepacking-Events, die Offroad sind, die Navigation eigentlich elementar ist, fahre ich den Garmin 1030 Plus und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den nicht aufladen muss, was von Vorteil ist, dass ich jetzt dann die 2 oder 3 Tage dementsprechend auch nicht dafür Strom verbrauchen muss. Gepaart nutze ich das zum Beispiel auch mit den neuen Garmin Power-Pedalen, um da auch so ein bisschen Überblick zu behalten, dass ich gerade auch am Anfang nicht zu schnell fahre, weil man bei solchen längeren Events dann auch schon mal auf seine Pacing-Strategie achten sollte, was mir momentan ja eher immer schwerer fällt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, die Startunterlagen abzuholen, meinen Tracker, damit man mich auch verfolgen kann und auch einfach mal den Organisatoren Hallo sagen, plus meinen Freunden bei Komoot. Bin müde, aber Nummer abholen, Startunterlagen, Tracker und dann noch mit den Komoot-Leuten treffen, die ganzen Ambassadors, die hier am Start sind. Ja, und dann geht es wieder zurück ins Hotel, an den Pool legen.
Over here. Yeah, okay. You need to press and the light is blinking. Okay, thank you. Are you ready? I think so. Auch mit, oder? Ich auch mit, ja. Okay, cool. Erste Mal, oder? Badlands das erste Mal. Ja. Genau. Mich auch. Genau. We need a tracker for the car, for like the guys who are filming. Okay, you are filming. Paul Voss. Paul Foss. Ja. Okay. Genau, also es gab ein T-Shirt, was ich wahrscheinlich gebrauchen kann. Die Cap ist ganz wichtig, die mit der Startnummer 109. Dann natürlich der Tracker, damit man auch mal verfolgen kann, wo man ist. Ja, und dann so ein paar andere kleine Sachen, ne? Von den ganzen Sponsoren hier. Pipapo. Und das war's auch schon. Das Wichtigste ist der Tracker und die Mütze. Die Nacht vor dem Rennen war eher unruhig. Ich hatte viele Gedanken im Kopf. Habe ich das richtige Essen mit? Habe ich ausreichend Essen mit? Habe ich alles im Gepäck dabei, was ich benötige? Ja, einfach Kleinigkeiten, die einem durch den Kopf gehen vor so einem großen Abenteuer. Und ja, dementsprechend bin ich morgens etwas müde aufgewacht, aber das war kein Problem, weil natürlich die Vorfreude sehr, sehr groß war und auch die Nervosität. Auf dem Weg zum Start musste ich mir noch einen Platz suchen, wo ich etwas frühstücken konnte, weil es bei uns im Hotel nichts gab. Dies gelang dann auch kurz vor dem Start. Ja, ich bin jetzt am Start. War gerade noch hartes Unterfangen, was zu essen zu bekommen. Aber habe dann doch noch ein Bocadillo bekommen mit ein bisschen Käse und Ham. Und jetzt geht's dann gleich los. Ich bin gespannt. Irgendwie haben einige FahrerInnen hier ziemlich wenig Gepäck dabei. Und ich bin mal gespannt, wie viele das durchfahren werden und nicht schlafen. Aber ich habe mich natürlich fürs Schlafen entschieden, um auch einen gewissen Luxus zu haben. Aber ja, ich freue mich und gleich geht's los. Die Atmosphäre am Start war gar nicht angespannt, sehr locker und ja, hat einfach Bock gemacht, dass es jetzt gleich losgeht. Was einfach auch krass war, ist, dass wir mehr oder weniger noch fast im Dunkeln losgefahren sind und dann, dass wir dann mit dem Sonnenaufgang aus Granada rausgefahren sind und das war echt ja, einfach atemberaubend. Wir sind alle in einem geschlossenen Konvoi aus der Stadt rausgefahren, aus Granada, Richtung des ersten Berges. Zeitgleich ging auch die Sonne auf. Das war einfach auch ein wunderschöner Moment, quasi dieses Abenteuer mit dem Sonnenaufgang zu starten. Es ging in den ersten Berg rein. Das Hauptfeld, Peloton, wie man es auch immer nennen möge, hat sich direkt in die Länge gezogen. Alle Teilnehmenden haben sich quasi ihre Krüppchen gesucht, sind ihre eigene Geschwindigkeit gefahren. Ich habe mich dann auf den Weg nach vorne in die erste Gruppe gemacht und dort waren dann relativ schnell nur noch 10 Leute und sind eigentlich von Anfang an ein sehr, sehr hohes Tempo gefahren, was ich so nicht erwartet hätte bei so einem doch sehr, sehr langen Gravelrennen über 750 Kilometer durch 2 Nächte. Die erste Stunde oder die ersten 2 Stunden waren schon sehr schnell und auch hart. Mir haben sie nicht so sehr wehgetan wie vielleicht anderen, weil es auch sehr viele technische Passagen gab, die mir dann doch gelegen haben. Und dann weiter hoch an der Sierra Nevada entlang wurde die Gruppe vorne immer kleiner, das Tempo aber auch immer schneller. Irgendwann ist es schon fast ein bisschen eskaliert und wir haben das Tempo so sehr hochgezogen, dass es eher einem Radrennen geähnelt hat, was über vielleicht 200 Kilometer geht, als über 750 Kilometer. Was sich natürlich auf jeden Fall auch noch negativ auszahlen würde später. Die Landschaft am Anfang und auch die Temperaturen waren noch sehr, sehr angenehm. Steinig, trocken, viele steile Anstiege, viele lange Anstiege.
nach so 4 bis 5 Stunden Rennen wurde es immer heißer und auch für mich immer unerträglicher. Da verschiedene Leute verschiedene Strategien hatten, was die Pace angeht oder aber auch die Versorgung mit Flüssigkeit, ist dann irgendwann die Gruppe auch auseinandergefallen, die Spitzengruppe. Ich hatte mich entschieden, jede Wasserstelle wahrzunehmen und meine 2 Trinkflaschen plus meinen Trinkrucksack aufzufüllen, um halt nicht dehydriert zu sein. Durch diese Pausen war eigentlich der ganze erste Tag immer wieder eine Aufholjagd. Also man hat angehalten, Wasser aufgefüllt, Essen besorgt, ist weitergefahren, hat versucht, Leute aufzufahren und so weiter und so weiter. Und ich habe mich da auch sehr, sehr reingesteigert. Das wurde eher zu einem Rennen als wirklich zu einem Ausdauerwettbewerb, wo man auf jeden Fall auch auf seine Kräfte achten muss. Nach 140 Kilometern kam der erste Ort, wo wir alle in der Spitzengruppe entschieden haben, dass wir anhalten. Wir haben Essen gekauft, unzählige Colas getrunken, Wasser aufgefüllt und es war ein Riesenchaos, weil alle wie wild durch die Gegend gelaufen sind. Flaschen aufgefüllt, Kette neu geölt, Sonnencreme aufgetragen. Was ich halt auch einfach sofort gemerkt habe und gelernt habe, dass die Jungs, die vorne mit mir unterwegs waren und diese Events vorher schon mal gemacht haben, diese Zeit in den Pausen einfach so kurz wie möglich halten und dass wir Unerfahrenen uns zu viel Zeit gelassen haben. Und so ist an dieser ersten großen Pause auch die Gruppe wieder auseinandergefallen. Von dort aus ging es dann eine 100 Kilometer Schleife durch die Wüste und diese 100 Kilometer Schleife durch die Gorafe-Wüste war wunderschön. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine atemberaubende Landschaft gesehen wie dort. Es waren rote Steinfelsen, tiefe Schluchten und einfach, ja, einzigartig. Und aber man konnte sich auch denken, warum es da nichts gibt, warum da niemand wohnt. Und dementsprechend war der Zugang zu Flüssigkeit oder auch Essen sehr, sehr begrenzt. Ich hatte dann irgendwann einen taktischen Fehler begangen und an einem Ort, wo ich hätte auffüllen können, das nicht getan und bin einfach weitergefahren, weil ich unbedingt zu den beiden Spitzenreitern wieder aufschließen wollte, was mir dann auch gelang. Aber das sollte sich als kritisch erweisen, weil ich dann irgendwann einfach kein Wasser mehr hatte. Und ich dann gemerkt habe, wie wirklich Schritt für Schritt, Minute für Minute meine Energie weniger wurde und die Hitze mehr und mehr die Kontrolle über mich übernommen hat. Bis zu dem Punkt, dass ich eigentlich kaum noch richtig fahren konnte, unglaubliche Kopfschmerzen hatte und die Berge kaum noch hochkamen. Ich war dann froh, dass andere Teilnehmer mich überholt haben, mir geholfen haben, an Wasser zu kommen, weil sie Autofahrer angehalten haben, die uns dann freundlicherweise Wasser gegeben haben. Und ich glaube, ohne diese Hilfe weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch weitergekommen wäre oder ob ich das Event oder das Rennen einfach da hätte schon beenden müssen. Ich habe mich dann durch die ganze Gorafe-Wüste gequält und eigentlich mit dem Ziel, dass ich wieder zu dem Punkt komme, wo wir bei Kilometer 140 schon angehalten haben, um was zu essen. Das lag zwar nicht auf der Route, aber mir war das egal. Ich wollte einfach wieder runter in diesen Ort, um an was zu essen zu kommen, was zu trinken, mir ein Hotel zu suchen, weil ich wusste, dass Schlafen enorm wichtig sein wird. Ein guter langer Schlaf, weil sonst wirklich dieses Ganze einfach schon da vorbei gewesen wäre. Ich kam dann an diesem Restaurant an, konnte kaum noch reden, hatte so viel Blut im Kopf, dass ich einen tierischen Druck auf den Ohren hatte. Mir war schlecht. Aufgrund dessen konnte ich nichts essen, nichts trinken. Und ich saß da einfach nur rum und
habe eigentlich nichts mehr so richtig wahrgenommen. Ich habe dann ein Hotel gefunden und dort dann fast 9 Stunden geschlafen. Somit war natürlich auch mein Rückstand auf die Spitze irgendwann so groß, dass ich einfach keine Chance mehr aufs Podium hatte, was aber für mich auch nicht relevant war, weil ich überhaupt froh war, noch in diesem Rennen zu sein. Ich war so über den Punkt, dass ich selbst beim Schlafen nachts Krämpfe bekommen habe, einfach nur da liegen. Auf dem Rad konnte ich zum Teil nicht mehr schalten oder bremsen, wo ich dann Krämpfe bekommen habe. In diesem Moment war ich so sehr an meinem Limit wie noch nie vorher in meiner ganzen Karriere oder in meinem Leben. Der Morgen vom zweiten Tag war besser als erwartet und hat mir auch gezeigt, zu was der menschliche Körper nicht in der Lage ist, wie schnell er sich dann doch von solchen Strapazen erholt. Die ersten Kilometer liefen okay, ich hatte eigentlich ganz okay Beine. Es war natürlich um einiges kühler als den Tag zuvor. Wir hatten mehr Wolken. Die Strecke war bergig wieder, aber auch schattiger, was mir einfach entgegenkam, wo ich gemerkt habe, dass alles bis 30 Grad bin ich okay. Alles darüber mit Sonne sind bei mir einfach direkt mal unzählige Prozente weniger an Leistung vorhanden. Nach rund 2 Stunden Fahrzeit war ich dann am ersten Dorf, wo ich Wasser auffüllen konnte, mir was zu essen kaufen konnte und auch etwas frühstücken konnte. Die gleiche Idee hatten aber auch sehr, sehr viele andere Teilnehmende und dementsprechend war dieser kleine Ort sehr, sehr belebt. Leute saßen in den Brunnen, der Bäcker war voll, der kleine Supermarkt war voll und ich war einfach nur froh, quasi alles kaufen zu können, worauf ich in dem Moment Bock hatte. Und vor allen Dingen auch um meine Wasserflaschen aufzufüllen, um auch genug Essen zu kaufen für die nächsten paar Stunden im Niemandsland, wo wir zum Teil wirklich 4 bis 5 Stunden unterwegs waren, wo wir eigentlich nichts gesehen haben. Ja, kaum Autos, keine Möglichkeit Wasser aufzufüllen, keine Möglichkeit Essen zu kaufen und es war auch krass zu sehen, wie viele Leute mittlerweile vor mir waren. Das war Wahnsinn, aber auch genauso, wie viele Leute ich überholt habe, weil sie einfach am Straßenrand lagen und Nickerchen gemacht haben oder die Hitze zu viel geworden ist und man unter Bäumen saß, um sich so ein bisschen zu erholen und man konnte einfach sehen, wie sehr diese Temperaturen, diese Vegetation, auch die Anstiege, die Menschen einfach gefordert haben. Nachdem der erste Tag nicht so gut gelaufen ist und ich schon dachte, ich muss aufgeben, habe ich versucht, mich für den zweiten Tag zu motivieren, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht der Einzige bin, der so leidet, sondern dass wir alle leiden, egal wo wir gerade unterwegs sind und dass das einfach zu dieser ganzen Sache mit dazugehört und auch Teil des Erlebnisses ist. Von Anstiegen mit viel Vegetation hin zu Asphaltanstiegen. Steinwüsten oder auch wieder Abschnitten von Wüsten, wo wir zum Teil unsere Räder tragen mussten und es einfach links oder rechts Schluchten herunterging, hin zu sandigen Passagen durch ausgetrocknete Täler, wo in der Vergangenheit auch viele Western gedreht wurden. Also es war sehr, sehr abwechslungsreich und ich habe den Tag sehr, sehr genossen.
Mein Ziel für den zweiten Tag war, bis an die Küste zu kommen und dort wieder zu übernachten. Und da auch nur sehr, sehr wenige Stunden zu schlafen und dann halt am nächsten Tag idealerweise unter 60 Stunden das Ziel zu erreichen. Dementsprechend habe ich dann auch in den letzten Stunden, gerade in der Dunkelheit, extrem drauf gedrückt und versucht, nochmal richtig Tempo zu machen. Gerade das Fahren in der Nacht fällt mir nicht leicht, nicht weil ich schon lange auf dem Rad bin, sondern eher mental. Ich finde es belastend, in der Nacht Rad zu fahren. Für mich ist das kein befreiendes Gefühl. Mich engt es eher ein, dieses nicht zu wissen, was um einen herum ist, wo man natürlich Lichter am Rad hat und auch eine Helmlampe. Hat man immer das Gefühl, um einen herum passiert etwas, was man nicht mitbekommt, und das löste mir ein sehr ungutes Gefühl aus, weshalb ich diese Nachtfahrten einfach nicht genießen konnte und mein Respekt einfach noch viel, viel größer ist vor den Teilnehmenden, die durch die Nacht durchgefahren sind und das somit zweimal hinter sich bringen mussten. Dadurch, dass ich in der Nacht an der Küste angekommen bin und auch im Dunkeln wieder losgefahren bin, habe ich fast nichts wahrgenommen von dem, was da irgendwie vor mir lag. Ich kenne es noch aus Erzählungen und von anderen Bildern, dass es unglaublich schön sein muss. Aber leider wurde mir das verwehrt aufgrund meiner Taktik hinsichtlich des Ziels mit den unter 60 Stunden. Die Sonne ging dann langsam auf, als ich kurz vor Almeria war. Und dort habe ich dann auch ein Café gefunden, wo ich meinen ersten Kaffee getrunken habe in den letzten 2 Tagen. Von dort aus ging es dann weiter an die Küste, wo ich dann eigentlich auch das Meer gesehen habe. Die Strecke führte zum Teil am Strand entlang, was dazu führte, dass ich mein Rad schieben musste. Was wiederum dazu führte, dass ich mich ab und zu mal etwas aufgeregt habe, weil man natürlich schon so lange unterwegs ist und das Nervenkostüm sehr, sehr dünn ist. Und da waren 1, 2 Punkte, wo ich mich etwas aufgeregt habe über diese Strecke. Durch Almeria ging es dann wieder raus Richtung Berge und durch Gegenden, die ich eher als Slum betiteln würde. Es ging hoch über so steinige Anstiege, die vielleicht mit einem Mountainbike besser zu bewältigen gewesen wären. Aber das ist halt auch Teil dieses Rennens oder dieses Events, dass man einfach alle möglichen Untergründe hat. Von Sand über Felsen, Steine, Asphalt. Es gab einfach nichts, was es nicht gab. Zusätzliche Motivation hatte ich, weil ich mich immer mehr vorarbeiten konnte und mittlerweile in den Top 10 lag und Platz 9 und 8 vor mir sah. Das Ziel mit den 60 Stunden war immer noch erreichbar. Ich wusste, dass es extrem schwer wird, da wirklich hinzukommen, weil man einfach zu dem Zeitpunkt einen so hohen Leistungsverlust hatte.
Und so konnte ich dann die beiden auf 9 und 8 liegenden Fahrer noch vor mir einholen. Ich war aber auf jeden Fall auch froh und hatte richtige Glücksgefühle, als ich gemerkt habe, okay, ich komme immer dichter. Dann irgendwann, 20 Kilometer vor dem Ziel wusste ich, okay, das Ziel 60 Stunden wird nicht mehr erreichbar sein. Daher hatte ich mich einfach dann darauf konzentriert, wirklich die letzten Minuten, Kilometer wirklich voll zu genießen. Ich bin durch einen Ort gefahren, der bekannt ist für seinen Jamón, für den spanischen Schinken, und einfach überall hat es danach gerochen, egal wo man war. Dieses Gefühl, einfach diesem Ziel immer näher gekommen zu sein oder näher zu kommen, war unbeschreiblich, als ich dann endlich am Ziel ankam, nach 750 Kilometern und 16.000 Höhenmeter, war ich einfach so froh und stolz, dass ich das alles gemacht habe, und das vor allem, nachdem der erste Tag eigentlich so eine Katastrophe war, mit falschem Pacing. Er wird dann immer live. So, it's really hard. Mit dem Hitzeschlag und dem Gedanken, aufgeben zu wollen. Bin ich einfach froh, dass ich doch durchgefahren bin, es weitergemacht habe und meinen Körper so sehr an die Grenzen geführt habe, wie ich es zuvor noch nie gemacht habe. Diese Erfahrung, die ich bei Badlands gesammelt habe, war eine, die ich nicht missen möchte, bei der ich aber auch gesehen habe, wo meine Grenzen liegen und bei der ich einfach sehr, sehr viel Respekt gewonnen habe für alle Athletinnen, die diesen Sport, diese Disziplin für sich zum Lebensinhalt gemacht haben. Bin eigentlich das erste Mal so richtig stolz auf mich selbst